warum Fühlen für uns so wichtig ist. Vielleicht kennst du das auch, dass du so körperliche Symptome hast, manchmal, wo du das Gefühl hast, ja, das ist komisch, irgendwelche Spannungen oder Schmerzen, die einfach immer wieder kommen, auch wenn du dich drum kümmerst. Und bei manchen Leuten, die merken sehr stark im Kopf den Stress vielleicht. Ja. Ne? Und die Abspaltung vom Leben oder mit den Menschen. Genau, ne? Und die psychischen Krankheiten nehmen rapide irgendwo auch zu. Ja. Und genauso eigentlich die körperlichen Krankheiten. Also es kommen immer wieder mehr so, man könnte sagen, wie so merkwürdige Krankheitssymptome, die im Körper irgendwie so auftauchen. Und für uns hängt das zusammen, weil die Verbindung, wie so unterbrochen worden ist zwischen dem Körper und dem Geist, könnte man sagen, dem Mind und dem Denken. Also es denkt ohne den Körper und der Körper lebt ohne das Denken. Das sind so zwei unterschiedlichste Energien, die wie nicht mehr zusammen sind, die wie nicht mehr so gekoppelt sind. Und umso weiter die auseinandergehen, umso mehr getrennt fühlt man sich, also von sich selber und dem Leben. Das Interessante ist auch, dass die gängigen Methoden von Heilung, also sagen wir jetzt mal Schulmedizin oder Psychotherapie, auch so getrennt arbeitet. Also man arbeitet entweder mit dem Körper, man geht zum Physiotherapeuten oder zum Körpertherapeuten und man geht zum Psychologen. Ne? Das ist wie so gesellschaftlich wirklich so eine Spaltung, auch so eine Trennung von Körper und Geist. Und das, da fehlt was. Ja. Und für uns ist der große Missing Link, so wie wir das nennen, ist das Fühlen. Wenn das Fühlen connectet den Körper mit dem Denken. Wenn wirklich gefühlt wird, ist immer der Körper mit drin und das Denken, also das ganze Sein fühlt, das ganze Sein fühlt. Und in diesem Fühlen kann tatsächlich wie Heilung passieren und eine Wahrnehmung von ich bin da, also ich bin wie so eins oder verbunden mit dem Leben. Und was wir aber lernen müssen, ist, dass wir richtig fühlen, dass wir wirklich fühlen. Weil was oft passiert ist, dass wir nur im Körper fühlen oder nur im Kopf fühlen. Und wir wollen eigentlich auf genau das einfach mal hinweisen. Wenn du richtig fühlst, also ganz tief, in so einer Tiefe fühlst, vielleicht die Wut, den Schmerz oder die Liebe, merkst du das gerade, nur wenn du es dir schon vorstellst, dass du es körperlich wahrnimmst und der Geist eigentlich wie so mit drauf geht, also du wie so eins bist damit. Und das ist was, wo heilend ist und verbindend. Aber wenn nur der Körper fühlt von sich alleine, ist das so trennend. Es ist eigentlich weiter trennend. Ja. Es fühlt sich weiter abgetrennt an. Und solange wir eigentlich auch in Körpertherapie nur so den Körper mit reinnehmen und den Körper sowas fühlen lassen, passiert nicht diese wirkliche tiefe Heilung von dem, was in uns steckt und was vielleicht Ausdruck braucht. Ne? Und das ist oft eigentlich in Therapien auch so der Knackpunkt. Wenn nicht erreicht wird, dass wirklich gefühlt wird, kommt die Heilung nicht. Man bleibt immer getrennt. Man bleibt getrennt von dem Trauma. Man bleibt getrennt, also der Mind kommt wie nicht mit und der Körper kommt wie nicht mit. Weil so eine Angst anscheinend da ist, tatsächlich zu fühlen. Ja, und wir meinen manchmal sowas wie, ich bin ärgerlich oder ich bin angepisst oder ich bin genervt, dass das Gefühle sind. Und das sind sie nicht. Das ist vielleicht das, was du jetzt meinst mit Kopfgefühlen. Ne? Ja. Also es gibt so Mind-Zustände, die auch Gefühle hervorrufen. Und wo man sagen würde, ja, es ist ja ein Gefühl, also ich fühle ja was. Aber das meinen wir nicht mit fühlen, sondern da kommt ein Gedanke und zum Beispiel ich bin genervt da von dem Menschen da und da kommt ein Genervtsein. Das ist aber nicht connected mit dem Körper. Also der Körper
kann genervt sein nicht fühlen, also vielleicht ein bisschen irgendwie, ne? Aber Ja, es es ist kommen, mehr hier oben. genau, es kommen so ne? ein paar Körpersymptome, aber der Mhm. größte Teil ist eigentlich oben. Genau. Ne? Ja, genau. Also es passiert wie so, Mhm. Und um das zu vergrößern oder um ins wirkliche Fühlen zu kommen, müssen wir tiefer. Also das heißt, dieses Genervtsein, das darf da sein, aber zu erkennen, das ist einfach ein Kopfgefühl, das ist nicht ein wirkliches Gefühl. Das hilft manchmal schon, tiefer zu gehen, also an die wirklichen Gefühle zu kommen. Wir müssen erstmal diese Kopfgefühle auf Seite schieben und manchmal wie erkennen, was ist eigentlich ein Kopfgefühl. ja, Ne? und was ist tatsächlich ein wirkliches Gefühl? Hm. Weil wir haben so eine Angst, so Hm. tief zu fühlen, also diese Kontrolle zu verlieren, dieses Gefühl eigentlich wie so Überhand nehmen zu lassen und auszudrücken und sich ausbreiten zu lassen. Aber wenn wir diese Connection nicht machen, halten wir immer zurück, also wir halten uns zurück, dieses Gefühl zurück und damit machen wir Heilung zunichte, weil es kann wie nicht passieren. Es braucht wie diesen totalen Ausdruck, dieses energetische, voll gefühlte Gefühl. Und da wollen wir dich heute einladen dazu, das auch vielleicht bei dir zu entdecken, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Kopfgefühl und wirklich dieses ganze Sein, was fühlt. Das ganze Sein, was fühlt. Und wenn du mit der Art in Therapie gehst, wenn du mit der Art auf dein Leben schaust oder die Probleme angehst, kommt eine größere Intelligenz rein und die breitet sich eigentlich wie so aus und es gibt wie so mehr Raum für das, was eigentlich wie so wichtig ist für dich im Leben. Und deshalb ist eine Heilung ohne Fühlen wie hohl. Also es kann gar nicht funktionieren. Du kannst nicht den Körper alleine heilen. Du kannst nicht das Denken oder den Mind heilen. Es wird immer was zurückbleiben, wo du wie so mit rumschleppst. Und wirkliche Heilung kann nur passieren mit Fühlen. Also man könnte sagen, wenn der Body-Mind fühlt, ist er verbunden mit dem Leben. Und nur dann kann eigentlich eine größere Verbindung geschaffen werden.